Hatten Sie schon einmal Tage, an denen die Stille im Haus besonders laut wirkte? Wenn Sie aufwachen und der Tag wie ein leeres Blatt vor Ihnen liegt, aber niemand anruft, niemand vorbeischaut, niemand fragt: Wie geht es dir? Wenn das Alleinsein keine Tragödie ist, sondern einfach ein Hintergrund, ständig da, fast schon vertraut. Gerade nach dem 70. Lebensjahr fragen sich viele Menschen insgeheim: Wie kann man eigentlich glücklich sein, wenn niemand mehr nah ist? Kaum jemand spricht es laut aus, und doch hat fast jeder ältere Mensch dieses Gefühl zumindest einmal gespürt, dass die Welt leiser geworden ist und Verbindungen dünner. Das Leben verändert sich, Freunde ziehen weg, geliebte Menschen gehen. Die Gesellschaft wird jünger und man selbst scheint am Rand zu stehen. Aber eines ist wichtig: Allein zu sein bedeutet nicht unglücklich zu sein. Manchmal entsteht gerade in der Stille eine neue Kraft, neue Klarheit, sogar Freude. Dieses Video handelt nicht vom Kampf gegen das Alleinsein. Es zeigt Wege, wie man Glück in der Ruhe finden kann. 5 einfache, aber tiefgehende Orientierungspunkte, die helfen, das Leben wieder zu schmecken. Auch ohne Partner, ohne Gesellschaft, ohne tägliche Anrufe. Das sind keine Ratschläge, wie man nicht verrückt wird. Es sind Schlüssel zu einer neuen inneren Erfahrung. Still, bewusst, hell. Wir erzählen Geschichten, geben Impulse und vielleicht spüren Sie dabei: Das ist kein Ende, es ist ein neuer Anfang. Wenn man allein lebt, besonders im fortgeschrittenen Alter, dann ist das Gefährlichste nicht die Stille und auch nicht die Einsamkeit, sondern das Gefühl, dass der Tag leer bleibt, dass der Morgen ohne Sinn beginnt und der Abend spurlos vergeht. In jungen Jahren ist alles klar. Der Alltag wird vom Beruf bestimmt, von Kindern, Terminen, Erwartungen. Doch mit den Jahren verschwinden die äußeren Verpflichtungen. Und plötzlich steht da eine Freiheit, die mehr Angst macht als Freude. Niemand wartet, niemand ruft. Und in dieser Leere verliert man schnell die Orientierung. Aber es gibt einen einfachen Anker, der das Gefühl zurückbringt: Ich lebe. Dieser Anker heißt Ritual. Warm wiederkehrend, vielleicht ganz klein, aber ganz ihrs. Bei Gerta, 74, beginnt jeder Tag gleich. Sie öffnet das Fenster, stellt den Wasserkocher an und setzt sich in ihren Sessel am Fensterbrett. 5 Minuten, nur sitzen und schauen, wie das Licht über die Dächer wandert. Es ist nichts Großes, aber es ist da. Und das reicht als Anfang. Ein Ritual ist kein Plan und kein Pflichtprogramm. Es ist ein Fluss, in dem Sie nicht mehr treiben, sondern mitgehen. Ein Spaziergang nach dem Mittagessen. Ein warmes Bad am Abend, ein paar Seiten im Buch oder der Blick zur Topfpflanze. Kleinigkeiten vielleicht, doch genau diese Dinge geben Struktur. Und Struktur schenkt inneren Frieden. Psychologen sagen, das Gehirn braucht Vorhersehbarkeit, so wie Musik einen Rhythmus braucht. Und selbst wenn Sie den ganzen Tag mit niemandem gesprochen haben, allein die Tatsache, dass Sie dem Tag einen Takt gegeben haben, gibt Halt. Ein weiteres Beispiel: Helmut, 76, schreibt sich jeden Morgen 3 Dinge auf. Eine Aufgabe, eine Freude und einen Gedanken. Heute zum Beispiel: Das Bücherregal abstauben, sich ein Stück Kuchen gönnen. Und der Gedanke: Ich muss nicht eilen, um zu leben. Er sagt, das bewahrt seine Tage davor, im Grau zu verschwinden. Der Tag bekommt Form. Und mit der Form kommt der Sinn zurück. Wichtig: Es geht nicht darum, produktiv zu sein. Im Gegenteil, gerade im Alter ist Ruhe eine Form der Fürsorge. Ein stiller Nachmittag, ein warmer Schal, Musik im Hintergrund. Das ist keine Trägheit. Das ist Zuwendung. Und genau diese Zuwendung macht das Alleinsein nicht zu einem Gefängnis, sondern zu einem Zuhause. Vielleicht ruft niemand an, vielleicht wartet niemand. Aber Sie selbst sind immer noch der wichtigste Mensch in Ihrem Tag. Und jede kleine wiederkehrende Geste ist eine stille Botschaft. Ich bin noch da und mein Tag zählt.
Einsamkeit, das ist nicht nur das Fehlen von Menschen um einen herum. Es sind die Momente, in denen man etwas Schönes sieht, eine Erinnerung aufsteigt und niemand da ist, mit dem man es teilen kann. Der Raum bleibt still, zu still. Gerade dann wird klar, wir müssen lernen, unsere eigene emotionale Stütze zu sein. Das heißt nicht, dass wir keine Menschen mehr brauchen. Es heißt, dass wir lernen, bei uns selbst zu bleiben, uns zuzuhören, uns zu trösten, uns Halt zu geben. Viele von uns kennen das nicht. Früher hat man uns beigebracht, nicht jammern, nicht schwach sein, weitermachen. Doch wahre Reife zeigt sich nicht in Härte, sondern in innerer Sanftheit. Hören Sie einmal hin, wie sprechen Sie mit sich selbst? Sind Sie freundlich zu sich, wenn etwas nicht gelingt? Halten Sie sich selbst, wenn ein Tag leer war? Oder tadeln Sie sich? Genau hier beginnt emotionale Selbstfürsorge. Versuchen Sie in solchen Momenten zu sagen, ich habe mein Bestes gegeben und das reicht. Es ist in Ordnung, dass ich mich heute traurig fühle. Ich bin da, ich verlasse mich nicht. Es klingt einfach, vielleicht sogar kindlich, aber mit der Zeit wird diese innere Stimme zu Ihrer verlässlichsten Kraftquelle. Ich möchte Ihnen von Ingrid erzählen. Sie ist 81. Jeden Abend schlägt sie ihr kleines Heft auf und schreibt ein paar Zeilen, nur für sich. Sie nennt es abendliches Gespräch mit mir selbst. Manchmal ist es eine ganze Seite. Manchmal nur, heute habe ich allein zu Mittag gegessen, aber ich habe Suppe gekocht und den Tisch gedeckt. Auch das ist Fürsorge. Sie sagt, diese kleinen Einträge helfen ihr, nicht in der Stille zu verschwinden. Denn auch wenn niemand hinsieht, sie sieht sich selbst. Ein anderer stiller Weg, der Atem. Wenn Traurigkeit kommt, Unruhe oder Wut, halten Sie inne. Einatmen, ausatmen, langsam, wie ein inneres Zeichen. Ich bin da, es ist gut. Mit der Zeit wird das zu einer Gewohnheit. Nicht zu fliehen, nicht zu erstarren, sondern sich selbst zu begegnen. Wie einem guten Freund. Merken Sie sich einsam zu fühlen, ist kein Makel. Es ist kein Zeichen von Schwäche. Es ist ein Ausdruck von Menschlichkeit. Und je weniger Angst Sie davor haben, desto weicher wird das Alleinsein. Nicht wie ein dunkles Loch, sondern wie ein Abendlicht, in das man sich ruhig setzen kann. Und dann passiert etwas Wunderbares. Wenn Sie lernen, sich selbst Halt zu geben, brauchen Sie andere nicht mehr, um sich ganz zu fühlen. Sie freuen sich über Nähe, über Worte, über Wärme. Aber Ihr innerer Frieden hängt nicht mehr davon ab. Und das, was bleibt, ist keine Einsamkeit mehr. Es ist Stärke. Es ist Würde. Es ist eine Stille, in der ein Mensch ganz bei sich angekommen ist. Mit zunehmendem Alter kommt das Glück immer seltener in großen Gesten. Es zeigt sich nicht in Feuerwerken, Reisen oder vollen Räumen. Es versteckt sich in den kleinen Dingen, im Duft von frisch gebrühtem Kaffee, im Sonnenstrahl, der über die Fensterbank gleitet, im sanften Gefühl einer warmen Decke auf der Haut. Wenn Sie allein leben, beginnen Sie das zu bemerken, was früher einfach vorbeizog. Sie lernen wieder zu spüren, nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Körper. Eine warme Tasse in den Händen ist nicht nur Tee. Es ist ein Gefühl von Geborgenheit, von Vertrauen in den Moment. Ein langsamer Spaziergang ist nicht nur Bewegung. Es ist die Gelegenheit, das Rascheln der Bäume zu hören, zu bemerken, wie anders die Luft morgens und abends riecht. Ralf ist 84. Jeden Nachmittag schält er eine Orange. Langsam, bewusst. Zuerst riecht er daran. Er sagt, es erinnert ihn an den Sommer seiner Kindheit. Dann isst er Stück für Stück und schmeckt nicht nur Süße, sondern Verbindung. Zur Erinnerung, zum Leben, zu sich selbst. Er sagt, diese Orange ist mein kleines tägliches Fest und in diesem Fest bin ich nicht allein. Solche Momente können Sie sich selbst schenken. Zünden Sie eine Kerze an, auch wenn Sie allein essen. Ziehen Sie warme Socken frisch aus dem Trockner an und spüren Sie. Spielen Sie Ihre Lieblingsmusik, nicht als Hintergrund, sondern für die Seele. Tanzen Sie in der Stille, singen Sie leise vor sich hin, lächeln Sie ohne Grund. Geschmack
Duft, Berührung, das ist die Sprache des Körpers, die sagt, ich bin lebendig, es tut gut, ich bin da. Ingeborg, 78, streicht sich jeden Abend mit der Hand über das Kopfkissen, langsam, zärtlich wie im Gespräch. Für sie ist das keine Eigenart, es ist ein Ritual der Berührung. Sie sagt, manchmal braucht der Körper Zärtlichkeit, auch wenn ihn niemand mehr berührt. Haben Sie den Geschmack von warmem Brot mit Butter vergessen? Probieren Sie es wieder. Haben Sie lange keinen frischen Duft der Bettwäsche gespürt? Waschen Sie sie. Atmen Sie tief ein. Wenn alles grau erscheint, suchen Sie eine einzige Sache, die riecht, klingt oder sich echt anfühlt. Diese kleinen Handlungen sind kein Zeitvertreib. Sie sind eine Erinnerung an sich selbst. Ich bin noch da. Mein Körper, meine Sinne, sie leben. Das Leben geht nicht im Lärm weiter, es geht im Wahrnehmen weiter. In dem Moment, in dem Sie nicht abgelenkt sind, sondern fühlen. Und dieses Gefühl ist die zarte Berührung eines einfachen Glücks, das keine Worte braucht, kein Publikum, keine Gesellschaft. Nur Ihr Dasein und ein offenes Herz. Wenn man allein lebt, besonders im höheren Alter, fühlt man sich manchmal unsichtbar. Man geht durch die Straße und niemand schaut einen an. Man sitzt auf der Parkbank und niemand grüßt. Da schleichen sich Gedanken ein wie: Ich gehöre nicht mehr dazu, ich bin nur noch am Rand. Aber das stimmt nicht. Auch wenn keine Angehörigen mehr in der Nähe sind, auch wenn niemand mehr schreibt oder anruft. Sie können weiterhin verbunden sein mit dem Leben. Die Verbindung hat sich nur verändert. Sie ist leiser geworden, indirekter, aber deshalb nicht weniger real. Walter, 79, schreibt jeden Morgen einen kleinen Zettel und legt ihn in ein Buch in der Stadtbibliothek. Ein Satz, nicht mehr. Dieses Buch hat mich zum Lächeln gebracht. Vielleicht Sie auch? Oder, falls Sie sich heute allein fühlen, Sie sind es nicht. Er wird nie wissen, wer es liest, aber er sagt, ich bin nicht einfach allein, ich bin Teil einer Kette, ich lasse Licht zurück. Genau solche kleinen Gesten spinnen feine Fäden der Verbindung. Sie warten nicht darauf, dass jemand kommt. Sie treten selbst hinaus in die Welt. Leise, unauffällig, aber aufrichtig. Wenn Sie spazieren gehen, sehen Sie den Menschen, denen Sie begegnen, in die Augen. Lächeln Sie. Sagen Sie, Guten Tag. Nicht um eine Antwort zu bekommen, sondern um sich selbst zu sagen, ich bin noch da, ich lebe, ich gehöre zur Welt. Ein anderer Weg, kleine Freundlichkeiten, selbst im Schatten. Manche ältere Menschen stricken Decken für Krankenhäuser, andere schreiben Karten an Menschen in Hospizen. Wieder andere lesen Kindern Geschichten am Telefon vor. Sie suchen nicht nach Dank, sie geben einfach. Und mit diesem Geben wärmen sie die Welt. Auch Sie können das, eine freundliche Bewertung für die Bäckerei schreiben, dem Nachbarn einen Apfel mit einem guten Wort schenken, still in einem Museum sitzen oder in einem Garten bei einem Konzert. Auch ohne Worte, das ist Verbindung. Nicht aufdringlich, nicht laut, aber echt. Es gibt noch einen Weg, Teil der Welt zu sein. Achtsam sein. Sehen, wenn jemand stolpert und helfen. Sich beim Kassierer bedanken, mit Blickkontakt. Im Café sitzen und dem Menschen nebenan innerlich etwas Gutes wünschen. Man muss nicht reden, man muss nur wach teilnehmen. Hier liegt Ihre Kraft. Ihr Dasein hat Wert, einfach weil Sie da sind. Nicht weil andere Sie brauchen, sondern weil Sie hinschauen, fühlen, sich kümmern. Auch wenn es niemand sieht. Erna, 280, geht jeden Dienstag in denselben Park und setzt sich auf dieselbe Bank. Eines Tages kam ein Mann mit seiner Tochter vorbei. Und das kleine Mädchen winkte ihr zu. Erna sagte, das war mein schönster Tag im Monat. Da habe ich gespürt, ich bin noch Teil dieser Welt. Ihre Verbindung zum Leben hängt nicht von Begegnungen ab. Sie liegt in der Richtung Ihres Blickes. Darin, was Sie geben, wohin Sie Ihre Aufmerksamkeit richten und wie Sie anwesend sind. Selbst wenn Sie heute mit niemandem gesprochen haben, das Leben spricht trotzdem mit Ihnen. Im Rascheln der Blätter, im Duft von Brot, im Lächeln eines Fremden.
Und wenn Sie antworten, selbst ganz leise, dann entsteht daraus schon eine Verbindung. Zart, wahr, lebendig. Wenn der Lärm des äußeren Lebens verstummt, bleibt das, was in uns ist. Und genau in diesen Momenten, in der Stille, ohne Anrufe, ohne Eile, stellt sich die Frage: Womit fülle ich jetzt meinen Tag? Meine Seele? Meinen Geist? Die Antwort liegt nicht in Ablenkung, nicht im bloßen Füllen der Leere, sondern in Interesse, in Neugier, in lebendiger Aufmerksamkeit für die Welt. Es gibt diesen Mythos: Nach 70 oder 80 sei alles gesagt. Das Gehirn werde langsamer, die Energie geringer und alles, was bleibt, sei aus dem Fenster zu schauen und Erinnerungen zu sortieren. Aber die Wahrheit ist, der Geist will immer noch Neues. Er braucht nur eine Einladung. Und es geht nicht um ein Studium oder große Kurse. Es geht um staunendes Entdecken. Darum ein Buch zu lesen, das Sie früher nie aufgeschlagen hätten. Eine Doku über ein Thema zu schauen, von dem Sie nichts wussten. Einen alten Brotteig auszuprobieren. Oder ein neues geistliches Lied zu lernen, selbst wenn die Stimme zittert. Franz ist 82. Eines Tages ging er an einem Künstlerladen vorbei und plötzlich kaufte er sich ein kleines Aquarellset. Er hatte noch nie gemalt, nie, aber zu Hause füllte er ein Glas mit Wasser, nahm den Pinsel und fing einfach an. Er wurde kein großer Maler, aber jedes Mal, wenn er den Pinsel eintaucht, sagt er: Ich fühle mich lebendig, ich bin wieder ein Lernender, ich spüre wieder. Wissen Sie, was passiert, wenn der Geist sich wieder bewegt? Einsamkeit tritt zurück, denn ein neugieriger Verstand kann nicht gleichzeitig in Schwermut verharren. Neugier ist eine Form von Hoffnung. Und Hoffnung ist Licht. Sie können klein anfangen. Einen Podcast hören, während Sie abwaschen. Ein Kreuzworträtsel lösen. Die Namen der Vögel lernen, die auf Ihrem Balkon landen. Ihre eigenen Lebensgeschichten aufschreiben, nicht zum Veröffentlichen, sondern um zu erkennen. Ich habe das erlebt. Ich erkenne Muster. Ich verstehe. Anneliese, 77, lernt jeden Abend ein neues Wort in einer Fremdsprache. Nicht, weil sie reisen will, sondern weil sie spürt, wie lebendig ihr Geist noch ist. Wie offen, wie lernfähig, wie neugierig. Merken Sie sich: Interesse an der Welt ist eine Form von Selbstachtung. Sie sagen damit zu sich selbst: Ich will noch wissen, ich bin noch da, ich habe noch Fragen. Es geht nicht nur um geistige Aktivität, es geht um Sinn, Bewegung, innere Frische. Die selbst einem Tag im Bademantel Farbe verleiht, selbst wenn niemand angerufen hat. Sie können dem Geist erlauben zu erstarren, oder Sie öffnen das Fenster und lassen frischen Wind in Ihre Gedanken. Und sobald Sie das tun, verliert das Alleinsein seine Schwere. Es wird zum Hintergrund, auf dem Sie wachsen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Abonnieren Sie unseren Kanal, um keine neuen inspirierenden Geschichten und Impulse zu verpassen. Teilen Sie das Video gerne mit Menschen, denen es gut tun könnte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es gibt noch viel zu entdecken.